Lina und ihre arme Familie brauchen dringend Hilfe. Letzte Folge. Ich warte auf eure Kommentare zu Linas schwieriger Geschichte nach dem Ansehen dieser letzten Folge. Beruhige dich, alter Mann. Ich gehe nicht. Ich bin hier, um Lina zu heiraten. Du kannst mich nicht aufhalten. Lena, komm sofort mit mir. Fahr zur Hölle. Ich gehe nirgendwo mit dir hin. Denkst du, du kannst mich kontrollieren? Ich bin nicht schwach. Mein Vater ist hier, und wir verlassen diesen Ort bald. Du darfst sie nicht belästigen. Ich werde sofort die Behörden kontaktieren. Du musst jetzt mein Haus verlassen. Das ist nicht dein Revier. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Ich bin extrem gefährlich. Ruf die Polizei. Ich erschieße euch alle. Lena gehört mir. Bitte hör auf. Leg die Waffe weg. Ich flehe dich an. Ich liebe meinen Vater. Ich will nicht bei dir sein. Wenn du jetzt nicht kommst, erschieße ich deinen Vater sofort. Nein, tu das nicht. Bitte, ich flehe dich an. Lass uns in Ruhe. Du wirst nicht damit davonkommen. Wage es ja nicht, ihnen weh zu tun. Du lässt mir keine Wahl. Du bringst mich dazu, die Kontrolle zu verlieren. Auf Wiedersehen. Nein, Martin. Bitte, sieh mich an. Es tut mir leid. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Ich werde jetzt deinen Vater erschießen. Willst du das? Bitte nicht. Ich mache, was du sagst. Das ist ein braves Mädchen. Lass uns gehen. Wir werden bald heiraten. Du gehörst jetzt mir. Papa, ich muss gehen. Ich liebe dich. Bitte rette Martin und ruf den Notdienst. Er ist ein netter Mann, du musst ihn retten. Ich verspreche es. Hilfe ist unterwegs, o Herr, hilf uns. Ich habe die Tickets gebucht, wir müssen sofort los. Geh zum Flughafen, wir müssen dieses Land schnell verlassen. Du hast recht, gehen wir. Mein Chef hat mich mehrmals angerufen, er könnte auftauchen. Wir haben jetzt genug Euro, lass uns von hier verschwinden.
geht es ihm? Kann ich ihn sehen? Bitte sag mir etwas. Bitte bleib ruhig, er ist außer Gefahr. Zum Glück hat die Kugel nur seinen Arm gestreift, er wird sich in ein paar Stunden erholen. Wir werden ihn bald entlassen, das ist eine Angelegenheit für die Polizei, du musst jetzt die Polizei benachrichtigen. Gott sei Dank geht es ihm gut, ja, ich werde sie sofort anrufen. Hallo, Herr Polizist. Wer sind Sie? Was passiert hier? Vater, ich brauche deine Hilfe, ich will dieses Mädchen heiraten, du musst mir helfen. Ich kann dir nicht helfen. Geh jetzt. Sie will das nicht. Du zwingst sie. Ich brauche keine Predigt. Wenn du nicht hilfst, schieße ich. Ich bin völlig außer mir. Danke für deinen Bericht. Gute Besserung. Wir verfolgen Lena. Mach dir keine Sorgen. Wir orten ihre Handys. Alex wird gefasst. Ich verspreche, wir werden deine Tochter finden. Ich muss jetzt gehen. Danke. Bitte beeil dich. Dieser Mann ist verrückt. Ja, ihre Nummern wurden geortet. Alex ist am Flughafen. Wir kommen ihm näher. Er wird nicht entkommen. Ich werde ihn bald verhaften. Oh, warte, da ist er. Beweg dich nicht, Alex. Du bist verhaftet. Wir dürfen unseren Flug nicht verpassen. Bitte lassen Sie uns gehen. Wir sind unschuldig. Wir haben deine Akten. Dein Chef ist als nächstes dran. Ab zur Wache. Fräulein Lena, nehmen Sie diesen widerlichen alten Mann zu Ihrem Ehemann? Ja oder nein? Beeilen Sie sich, ich muss auf die Toilette. Hey, alter Mann, Sie sind verhaftet. Alex auch. Du kannst dir nichts mehr antun. Du bist jetzt in Sicherheit. Lena, er wird ins Gefängnis kommen. Alex, du bist hier, hol mich hier raus, ich werde dich bezahlen. Ich kann nicht helfen, wir stecken beide fest, es tut mir leid, es gibt keinen Ausweg.
Martin, wie fühlst du dich? Die Polizei hat Alex und seinen Chef gefasst. Sie sind hinter Gittern. Ich fühle mich viel besser. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Sie können dir jetzt nichts mehr antun. Du hast mir das Leben gerettet. Ich kann jetzt nach Hause zurückkehren. Danke dir noch einmal. Lena, geh nicht, ich muss dir etwas sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich kann nicht ohne dich leben, heirate mich, bleib hier, dein Vater ist auch willkommen. Ich liebe dich auch, Martin, ich fühle genauso. Ich werde dich heiraten, ich werde bleiben, ich gehe nicht weg. Ich bin überglücklich, Martin ist ein wundervoller Mann, danke, Gott. Nimmst du Martin zu deinem Ehemann? Ja, ich will. Nimmst du Lena zu deiner Ehefrau? Ja, ich will. Herzlichen Glückwunsch. Ich erkläre euch hiermit zu Mann und Frau. Du darfst die Braut jetzt küssen. Danke, dass ihr euch diese Geschichte angesehen habt. Ich werde euch alle vermissen. Bleibt sicher und glücklich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns in den nächsten Folgen.